Die größten Stars der WCW haben für großartige Momente gesorgt, für sogenannte Pops im Wrestling. Und darauf möchte ich mit euch heute eingehen. Die Momente, bei denen die Leute von den Stühlen aufgesprungen sind, wo sogar die Stühle selbst aufgestanden sind. Also ab in die Zeitmaschine und los geht's mit unserer besonderen Zeitreise. Intro ab! Ich grüße euch, wie geht es euch? Schön, dass ihr da seid und ihr wisst, wenn es um die WCW geht, dann tanzt mein Herz und ich möchte daher mit euch heute die größten Pops in der WCW-Geschichte besprechen und ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Also ich bin schon sehr gespannt, was euch da in Erinnerung geblieben ist von all den Momenten. Und ich habe natürlich dann überlegt, wie will ich das Ganze machen, weil es gibt natürlich große Momente, wo allerdings das Publikum nicht direkt dabei eingebunden war. Und da kommen wir auch immer wieder zu dem, was ich in den Reviews sage. Ich mag es einfach, das ist ja das Besondere am Wrestling, wenn das Live-Publikum eben auch direkt dabei reagiert und dann diese große Eruption der Emotionen eben kommt. Es gibt so den ein oder anderen Spezialfall, auf den ich in diesem Video eingehen werde. Da hat jemand ein Schild über seinen Kopf gehalten mit Verschwörungsopfer. So ein kleiner Teaser auf das, was heute gehen wird. Also ich freue mich auf dieses Video auf jeden Fall. Und dann habe ich halt auch überlegt, wie möchte ich das Ganze machen. So diese Top 10 Listen, wisst ihr, macht jeder, brauche ich nicht, ich will auch nicht. Dann diese Diskussion bei 3 das, bei 2 das, es ist subjektiv. Ich möchte einfach euch mit abholen und so viel wie möglich, was mir eben in Erinnerung ist. Und dachte mir, ich mache es so, dass ich die einzelnen Stars der WCW einmal quasi mir vorknöpfe und dann diese Erinnerung teile und damit euch auch so vielleicht den einen oder anderen Anhaltspunkt gebe, dann das Ganze mal wieder zu sehen. Der erste Versprecher nach 1,5 Minuten, aber wir machen direkt weiter, so wie es sich gehört. Und wenn ich allein hier durchblätter, das ist das Programmheft der WCW Battlestars 94 Tour. Klar, vorne Flair Vader, die waren ja kurz davor bei Super Brawl 4 im Thunder Cage Main Event um den WCW World Heavyweight Titel, davor Starrcade 93, das wird eine Rolle spielen. Und wenn ich das Ganze einmal umdrehe, dann ist natürlich der größte Star der WCW dort einfach zu sehen, nämlich Sting. Und ich bin Stinger, also einer der Fans von Sting. Das habe ich mir bei der WCW-Tour 1993 geholt, diesen Kopf. Und das halt das Programmheft, das ein paar Monate später war. Übrigens, das Geile ist, also so sieht das Ganze aus, mit einem Vorwort auch des damaligen Präsidenten Bill Shaw. Ja, Eric Bischoff war ja Vizepräsident. Und das Geile ist auch im zweiten Absatz, wir sind eher froh. Da fehlt ein Buchstabe. Also, wenn sich die Großen vertippen, darf ich mich auch nach 1,5 Minuten kurz verquatschen. Das ist so das ist schön. Es menschelt überall. Und so mal ein Blick hier rein, klar. Und eben auf die Momente der einzelnen Stars möchte ich eingehen und mit Sting eben beginnen. Und bei den Pops, wo wirklich die Leute dann auch abgehen, aufgesprungen sind in der Halle, das zeichnet eben auch Wrestling aus. Klar, die Vignettes sind immer ganz schön, auch das, was wir aktuell sehen. Nur diese Diskussionen oder was wir da an Augenblicken haben, dieses große Roman Reigns, Cody Rhodes fällt mir dabei ein, oder Roman Reigns, CM Punk, alles schön und gut. Es wirkt anders und das ist eben und auch besser, wenn das Live-Publikum einfach dabei ist. Wrestling ist eine Fernsehserie, ja. Und Wrestling hat genau das Besondere, dass es diese Fernsehserie vor Live-Publikum machen kann. Das ist nicht wie bei einer Sitcom, wo die Leute dann mit eingespielten lachen, sondern die reagieren echt. Wir Fans reagieren echt und echte Emotionen. Das steckt in diesen Pops dann eben drin. Das zeichnet einen Pop aus. Und die sind natürlich auch eine Entwicklung über Monate hinweg. Und über Monate hinweg hat dieser Mann Sting darum gekämpft, das erste Mal WCW World Heavyweight Champion zu werden. Und die größte Reaktion war dann natürlich beim Great American Bash 1990, als er das Gold gegen Ric Flair gewann. Es war so, dass Sting Starrcade 89 das Turnier damals gewonnen hatte. Ein sehr kontroverses Turnier eben, wo du einfach alle Stars reintust. Und wenn du ein Turnier bookst, dann buckst du halt eben auch, dass deine Stars verlieren. Das ist immer eine ganz gefährliche, also wenn du ein Turnier nur mit dem Besten hast. Sonst machst du ein Turnier
wo du relativ klar sichtlich hast, okay, das ist so A, B und irgendwann willst du eigentlich nur das Finale ganz groß haben. Das ist immer die Gefahr, wenn du ein Wrestling-Turnier bookst. Eigentlich wollte ich nicht über Booking in diesem Video reden, aber das auch so mal zum Hintergrund des Ganzen. Deswegen war dieses Starrcade 89 Turnier, das war ja im Einzelbereich und im Tag-Team-Bereich so ein bisschen verrucht. Great Muta hast du da, der einer der stärksten im Jahr 88, 89 vor allem war, in der WCW, in der NWA. Der hat jedes Match verloren. Gegen Sting, Flair und Luger. Was hast du damit? Great Muta, du hast ihn an einem Abend dann so nicht ebenbürtig dargestellt. Das ist das Problem anhand eines Turniers. Du musst, und da sind wir auch beim Thema, was ich beim Review gemacht habe zur Survivor Series. Das Match selber ist nicht wichtig, die Emotionen hin und vor allem, was passiert danach. Natürlich hast du auch mal einen Abschluss, wo es alles darauf ausbaut. Das große Finale. Und da willst du es natürlich haben. Und das große Finale war für Sting das emotionale Finale. Nachdem er Starrcade gewonnen hatte, das Turnier war Top-Herausforderer auf dem WCW-Titel. Und er war Teil der Horsemen und Ric Flair war Champion. Und dann wurde Sting aus den Horsemen rausgekickt. Das ist etwas, schaut euch das an, wie er damals rausgekickt wurde bei den Horsemen. Das war so echtes gehen konnte. Klar, wenn Ole Anderson auch mit dabei ist. Und die Leute hatten Sting umzingelt. Du hattest klar gesehen, oh, Sting hat Probleme, weil er ist einer der Horsemen, aber er will dieses Titelmatch haben, dieser junge Aufstrebende. Und halt, das war nicht der Deal der Horsemen. Das war so besonders, das mitzunehmen, weil auch die Leute standen mit dem Rücken zur Hardcam. In dem Moment war diese Szene ganz wichtig und die hat diese Bedrohung, die Sting einfach auch hatte, da mitzuspielen. Sting hatte eine Knieverletzung. Das Ganze haben wir dann wunderschön in diese Geschichte mit eingebaut, weil dann Lex Luger halt zwischenzeitlich das Match gegen Ric Flair um den Titel hatte und Flair war ja auch so, nein, den Titel an Sting verlieren. Das ist unsere Geschichte, da ist die Kohle und das war das Richtige eben auch. Dann beim Great American Bash. Die Horsemen konnten nicht eingreifen. El Gigante war also Giant Gonzalez bei WWE, war an Ole Anderson war an ihm gefesselt und dann die Babyfaces außerhalb des Rings, die Publikumslieblinge, die dafür gesorgt haben, dass die Horsemen nicht eingreifen, obwohl sie natürlich eingegriffen haben. Da war Paul Orndorff, Rick Steiner, bekanntes Gesicht, Junkyard Dog, also die Steiners allgemein, die dabei waren. Und Jim Ross in diesem Match hat auch sehr gut als Kommentator eben diese Dringlichkeit und die Gefahr. Weil ist Sting nach dieser Knieverletzung, die er einfach hatte und sich zurückkämpfen musste, überhaupt bei 100%? Nein, ist er nicht. Er ist eigentlich nicht stark genug für diesen Ric Flair, aber es kann keiner eingreifen. Und schafft das erste Mal Champion zu werden. Dieses ganze Drama hatte sich einfach aufgebaut. Und die letzten Minuten dieses Matches, die lege ich euch ans Herz. Schaut euch die an, auch wenn ihr vielleicht die alten, ganz alten WCW-Sachen, bevor sie im DSF einfach liefen, nicht gesehen hattet, schaut es euch an. Die Leute stehen vor Spannung in den ersten Reihen. Das hat sich dann übertragen. Die Kamera hat es dann aufgeschnitten. Also hat das ganze Bild einfach gezeigt, das Bild aufgezogen, wie die Leute vor Spannung einfach nur standen. Was passiert jetzt? Wie die Schlussminuten oder beim Elfmeterschießen im Fußball. Es war toll einfach zu sehen und dann am Ende Sting überrumpelt Ric Flair mit dem einfachsten aller Moves, mit einem Small Package und hat Ric Flair damit besiegt. Und die Leute, das war diese Eruption. Das ist ein Pop. Und nicht ein gestellter Pop mit irgendwas, sondern da sind alle Emotionen aus dieser Jagd, die Sting einfach über Monate, über Jahre hinweg, natürlich war er eben das Aushängeschild der WCW war, dann sind diese Emotionen einfach rausgekommen. Und das war wirklich so einer dieser Bekannten, die eben Sting auch mitgeprägt haben über die Zeit hinweg. Er hat selber gesagt, dass er das nie vergessen hat, was da passiert ist. Und diesen Abend, der in Baltimore dort war, den wird er immer in Erinnerung halten und ist eben einer der größten. Natürlich nicht der einzige große Moment, der Pop, den Sting erzeugt hat in der WCW. Natürlich fällt dann direkt ein Titelgewinn ein, der auch sehr kontrovers in der Geschichte natürlich behandelt wurde, nämlich bei Starrcade 97 gegen Hollywood Hogan, wo er auch nach dieser langen Vendetta des einsamen Kriegers, als Sting vom Dach runterkam, das war auch ein großer Pop, als er das erste Mal bei Nitro vom Dach runtergekommen ist, abgeseilt wurde und diese lange Vendetta, nachdem er 96 der WCW vor Enttäuschung den Rücken zugedreht hat,
er hatte dieses Interview geführt und mit dem Rücken zur Hardcam gesprochen. War ja auch was Besonderes und Sting wusste das und mit dieser Kleinigkeit haben wir gespielt. Und dann kam natürlich seine Veränderung. Er war sehr an The Crow eben orientiert. Und diese ganzen Emotionen, die haben dann zu diesem Pop getragen, als das bei Starrcade 97 wurde. Leider gab es sehr viel Durcheinander an diesem Abend. Drücken wir es einmal so aus, wie Ringrichter Nick Patrick diesen schnellen Count gezählt hat, der gar kein schneller Count war, wo er auch im Nachhinein meinte, boah, es ist jemand auf mich zugekommen und hat mir dann gesteckt und ich hing halt zwischen den Stühlen. Was ist, was ich richtig mache? Und ich weiß genau, die haben relativ viel zu melden und ich, wer bin ich, um da jetzt zu entscheiden, was richtig und falsch ist. Ich mache das, was mir gesagt wird. Und das war eben genau das, was ich mir gesagt habe, mach das mal so. Das hat natürlich diesen Moment, der trotzdem da war, durchaus geschmälert im Nachgang. Das war das ganze Problem, vor allem weil bei Super Brawl 8 hat dann ja Sting gegen Hulk Hogan dann endgültig, oder Hollywood Hogan, den Titel gewonnen. Das hat dieser Mann auch Eric Bischoff gesagt, wenn er eine Entscheidung verändern könnte, dann ist es diese Entscheidung, dass er es damals halt für ihn falsch entschieden hat. Und das gehört eben auch dazu, im Nachhinein das zu sagen. Und das ist auch eine schwerwiegendere Entscheidung. Es wird immer wieder der Fingerpoke of Doom draufgetreten, draufgetreten, draufgetreten. Es ist einfach eine andere Konstellation, auch für ein anderes Thema. Hier reden wir über Sting, um das Ganze noch einmal aufzugreifen. Da verändert sich auch mein Gesichtsausdruck. Und Sting war ja der große Verteidiger der WCW eben. Und er wurde dann Mitglied der NWO. Mitglied des NWO Wolfpacks, der rote Stinger. Und er musste diese Entscheidung treffen im Frühjahr 1998. Und das Wolfpack war ja eigentlich von den Reaktionen, was heißt eigentlich, auch uneigentlich, schlimmes Wort dies eigentlich, war der Gegensatz der original schwarz-weißen NWO. Und dann gab es diesen Bandenkrieg NWO, Hollywood gegen NWO Wolfpack. Und es war ein eigenes Wolfpack mit Kevin Nash, mit Conan. Am Anfang war noch Kurt Hennig, Rick Rude und der Macho Man dabei. Der Macho Man war ja verletzt. Dann wurde erst Lex Luger Wolfpack-Mitglied. Und Lex Luger war ja dann sozusagen die Verbindung, dass Sting auch Wolfpack-Mitglied wurde. Und als Sting erst mit dem NWO-Shirt rauskam, mit dem schwarz-weißen, war das so eine Reaktion. Und dann hat er... Oben ging es nicht, hat das unten aufgerissen. Das war das schwarz-rote NWO-Shirt, auch ein sehr berühmtes Shirt natürlich, das ich auch im Schrank habe. Noch heute habe ich ein anderes aus einem bestimmten Grund. Und das war auch so diese Eruption vom Live-Publikum, weil er da die Entscheidung getroffen hat und er hat sich dem Wolfpack dann auch nochmal angeschlossen. Und für mich darf ich im Übrigen sagen, das hatte Klein Malandi, wobei so klein war ich damals nicht mehr, als ich das gesehen hatte auf TNT Europe. Damals lief ja die WCW auch immer freitags ab 22 Uhr, ist Nitro und später dann auch Thunder, also es war immer unglaublich mit ein paar Tagen Verspätung. Bevor es auf dem DSF lief, hatte ich halt alles schon in voller Länge gesehen. Das war mein Leben, wirklich, das war mein Leben. Das habe ich sehr genossen und das gebe ich euch auch weiter. Und ich habe immer Nitro dann Freitag auf Samstag nachts geguckt und Thunder eben. Ich war so auf der WCW-Seite, dass es mich so fertig gemacht hatte, dass dann Sting ein NWO-Mitglied war. Es war immer noch die NWO mit dem Ganzen. Und es war so... Ja, das Wolfpack ist schon cool, aber das ist doch immer noch NWO. Das änderte sich mit der Zeit, als sie auch mit diesen Wolfskopf-T-Shirts rausgekommen sind. Wie habt ihr denn das Wolfpack damals aufgegriffen? Weil das ja, es ist trotzdem lange her, es macht nichts, es war 1998. Wie habt ihr damals das Wolfpack so aufgefasst? Natürlich jetzt im Nachgang ist es nochmal eine andere Situation. Ich weiß ganz genau, wie ich damals als nicht mehr ganz so junger Kerl das wahrgenommen hatte, weil auch dieser emotionale Kampf NWO gegen WCW hatte ziemlich an mir gezerrt. Und die Veränderung mit Sting, die habe ich ja mitgemacht von diesem Stinger. Das ist ja hier auch ein Moment, der groß war. Das war am 20. März in Hamburg, hier bei der Battle Stars Tour. Da hat er nämlich das Finale des Battle Stars 94 Turniers um den WCW European Cup gewonnen. Der European Cup, und ich habe hier den Turnierbaum sogar noch. Ich habe ihn handschriftlich ausgefüllt. In der ersten Runde in Ludwigshafen am 8. März, wer von euch war da? Hat Sting Kane besiegt. Wirklich, Kane hat er besiegt. Kane ist Stevie Ray. So hieß er am Anfang. Nicht Kane, wie wir ihn von WWE kennen. Ach, was war noch?
Ron Simmons gegen Marcus Alexander Bagwell. Marcus Alexander. Ich habe es auch schön wie Peter William ausgesprochen. Marcus, nicht Alexander. Hier, Buff Bagwell im Tag Team mit Too Cold Scorpio. Das waren die ersten Runden-Matches. Wann waren noch? Ricky Steamboat gegen Cole. Das war Booker T. Hier, Cole. Das war in Köln. Außerdem in Köln Stunning Steve Austin gegen Too Cold Scorpio. Stunning Steve Austin, nicht Stone Cold. Da ist er mit Colonel Robert Parker und diesem US-Titel, den ich mir noch unbedingt holen will. Heute habe ich den Cruiserweight-Titel dabei. Oh, ich habe so viele Themen. Das wird ein langes Video heute. Ich muss mich jetzt schon beeilen. Wobei, diese Erinnerungen sind so schön. Dann war am 11. März in Halle Vader gegen Paul Roma. Cactus Jack gegen Paul Orndorff. Am 12. März in Dresden Steve Regal gegen Max Payne. Und Ric Flair gegen Johnny B. Bad als Erstrundenmatch. Und ich wusste nicht, wie die Matches ausgegangen sind und musste mir das irgendwie zusammenreimen, wie das Ganze entstanden ist. Dann ist Flair weitergekommen gegen Regal, Flair weitergekommen, war dann im Halbfinale. Das andere Zweitrundenmatch Vader gegen Cactus Jack. Vader hat gegen Ric Flair gewonnen und Vader stand dann im Finale. Auf der anderen Seite Sting gegen Ron Simmons. Ricky Steamboat gegen Steve Austin, da hat Steve Austin gewonnen. Sting gegen Steve Austin war das Halbfinale. Im Finale Sting gegen Vader in Hamburg, wo ich dabei war. Und das war der große Moment, wo Sting an seinem Geburtstag European Champion wurde und diesen Pokal in die Höhe gestemmt hat. Und der Pokal wurde dann das erste Mal wieder verteidigt beim Millennium Final gegen Kevin Nash. Beim Millennium Final, wo dann Axel Schulz, der Boxer, noch Referee war. Was wir da alles rauskramen. Geil, oder? Auch ein besonderer Moment bei Sting, den will ich noch der Vollständigkeit halber auf jeden Fall erwähnen, weil der sehr mir in Erinnerung geblieben ist, als er vom Dach runtergekommen ist und seine Entscheidung für die WCW getroffen hat. Auch da ist Klein Valandi sehr vom Fernseher explodiert. Das war bei WCW Uncensored 97 am Ende, als die NWO gewonnen hatte. Und die Bedingung ja war, jetzt kann die NWO jederzeit Titelmatch einfordern. Und was da alles war in diesem Three-Team-Match, wo Team Piper, Team WCW und Team NWO, Team Piper waren ja eigentlich die Horsemen. Und wo Piper kein Horseman war, anderes Thema. Und dann hat die NWO gewonnen. Dennis Rodman war dabei. Und alles schien verloren. Jetzt ist wirklich die NWO Alleinherrscher und Sting kommt von oben runter und er trifft endlich seine Entscheidung. Auch das, die Rhodes am Kommentar. Boah, ich könnte heulen gerade wirklich, wenn ich diese Momente an das denke, diese Emotionen, die ich auch da durchgelebt habe. Oh, ich könnte so heulen, das mir nochmal anzusehen. Das war so schön, weil dann hatte mein Held Sting seine Entscheidung getroffen für die WCW. Und dann hat er noch auf Hogan gezeigt. Und Hogan, he's pointing at me! He's pointing at me! Und das war der Beginn, das war im März 97 bis zu Starrcade, was ich meinte, wie lange das gedauert hatte. Und schaut euch gerne diesen Moment auch nochmal an, das Ende von Starrcade 97. Es ist, glaube ich, auch mit dem passenden Titel, wenn ihr es irgendwo googelt oder bei YouTube eingibt, dann ist es Sting Comes Finally Home. Und das war wirklich... Er ist zurück nach Hause, er ist endlich aus... Wir haben ihn gebraucht. Wir haben ihn gebraucht und er ist gekommen. Ich muss aufhören, sonst heule ich gleich. Wirklich. Das sind das schöne Momente, die wirklich damit leben. Und deswegen mache ich diese Videos auch. Mit euch zusammen, damit wir diese Emotionen austauschen können. Nicht immer, die wird's wert, aber da war eine Menge Müll, die gesagt wurden, nur dieses hämische, ich hätte alles besser gemacht. Nein, erinnern wir uns an das Schöne und wenn ich an die Touren denke, die ich da war und alles, was dazugehört, ach, ist das herrlich. Ich glaube, ich muss kurz Pause machen, weil sonst heule ich wirklich durch. Es ist der Wahnsinn. Nein, ich ziehe das durch. Hier ist ja und das waren jetzt so die größten Pops, die mir mit Sting in Erinnerung bleiben. Und jemand anders, der natürlich einer der größten Stars ist dieser Mann, Ric Flair, der Nature Boy. Und Ric Flair, da ist in diesem Programmheft auch ein besonderes Bild, nämlich sein Titelgewinn bei Starrcade 93, den ich vorhin mal so angerissen hatte, gegen Vader. Und das war ja auch so eine Situation in seiner Heimatstadt, wo unglaubliche Emotionen waren. Gerade bei Ric Flair hat immer wieder für sehr tränenreiche Momente auch gesorgt in der WCW, was ihr jetzt merken werdet, weil Ric Flair auch dieses Urgestein einfach war. Und die Fans sind mit ihm aufgewachsen. Die Oldschool NWA WCW-Fans haben ihn gehasst, weil er wirklich der Gegenspieler war, dieser fiese Gegenspieler und gleichzeitig dafür, dass er immer da war,
dass er auch zurückgekehrt ist und bis zum Ende ja auch der WCW die Treue gehalten hat. Er war halt einmal weg, aber er war halt weg und kam ein Jahr später wieder, als er bei WWE war, im Jahr 92 und Anfang 93. Er war diese Verbindung und er hat alles in der WCW zusammengehalten. Der war benötigt, er war hinter den Kulissen, vor den Kulissen einfach tätig und bei Starrcade 93 war er ja nicht mal vorgesehen. Da sollte ja eigentlich, sagt schon Sid Vicious, Mist, hinter dem Bild habe ich das andere Programmheft von der WCW Tour 93, Sid Vicious gegen Vader antreten. Das waren die Masters of the Powerbomb dann gegeneinander. Nur Sid Vicious hatte diesen berühmten Konflikt im Hotelzimmer, wo eine Schere mit im Spiel war, mit Arn Anderson. Und Sid ist aus der WCW geflogen. Und deshalb, das war ich noch, weil beim Programmheft war Sid. Und ich habe mich völlig gewundert, dass er während der Tour passiert. Und ich so, wieso ist er denn jetzt nicht in Deutschland? Das verstehe ich gar nicht. Und ich mochte Sid, also ich mochte von der Erscheinung Sid einfach sehr. Der hat ja ein unfassbares Charisma, Sid. Und dann ist er quasi aus dem Starrcade Main Event raus und dann ist Ric Flair dort rein. Und es hat sofort geflutscht, obwohl Ric Flair eigentlich gerade seinen Big Gold Belt verloren hatte bei Fall Brawl gegen Rick Rude, dann bei Halloween Havoc auch das Rückmatch verloren hatte und eigentlich war so ein bisschen dann, war nicht, Ric Flair war dann, ja, wird wohl nix und dann war bei Starrcade plötzlich im Main Event um den WCW World Heavyweight Titel, da gab es ja zwei World Titel in der Zeit bei der WCW und hat Vader entthront, der habe ich hier den WCW World Heavyweight Titel, um ihn euch mal zu zeigen, hat dann Vader entthront, der einfach eine dominierende Kraft war. Ich glaube, diese Bilder sagen schon eine ganze Menge aus. Und auch einer meiner Lieblinge in der WCW gewesen. Und mit Tränen in den Augen, mit einem kaputten Zahn oder was er da noch alles hatte, mit blutigem Mund, was da passiert ist durch die Schläge von Vader, hat er in seiner Heimatstadt dann am Ende auch mit einem einfachen Roll-Up. Das war's. Das war halt nicht so dieses, sie haben sich vorher zerstört, die geilsten Finishes gemacht, sondern er hat einfach nicht aufgegeben, das Babyface. Der Bösewicht, der Heel hat dominiert, aber er hat auch kein Mittel gefunden, diesen tapferen Helden zu besiegen. Und dann hat Flair es irgendwie geschafft, ihn auf der Matte zu halten bis 3 World Champion und die Leute sind aufgesprungen. Das ist dieses, selbst die Stühle sind aufgesprungen. Michael Buffers Stimme hat sich überschlagen, als er ihn als Sieger angekündigt hat am Ende. Das sind Pops, wirklich. Jetzt diese beiden Siege, das zeichnet es eben aus, wenn die Leute in diesen ganzen Emotionen stecken und dann am Ende kommt diese Erlösung, dieser erlösende Jubelschrei einfach raus und diese Begeisterung, nicht dieses Gewollte. Sind wir jetzt im Fernsehen gewesen, weil wir aufgesprungen sind, sondern so drin. Echte Emotionen und das war bei Ric Flair eben auch sein Credo. Echte Emotionen waren auch bei Ric Flair. Ist der Horseman, das habe ich ja gesagt. Und als Ric Flair verschwunden war aus der WCW, das war ja 97, 98, wo er auch einen Zwist mit Eric Bischoff hatte und dann zurückgekehrt ist im September 1998 zu WCW Nitro und die Horsemen sich wieder vereint haben, auch mit J.J. Dillon wieder. Da ist Flair schon rausgekommen mit Tränen in den Augen. Die Fans hatten Tränen in den Augen, weil es war immer diese Andeutung über Wochen und Monate hinweg. Die Horsemen sind tot, die Horsemen will keiner, die Horsemen interessiert keiner, sind irgendwas Altes aus so einem WCW-Relikt, das wir nicht mehr brauchen. Da ist ja Di Malenko in diese Geschichte gekommen, dass er an Anderson immer wieder sagt, hey, es kommt noch irgendwas. Es baute sich ja damals schon auf, ein Jahr davor, als Arne Anderson seine Rücktrittserklärung gemacht hat, mit Tränen in den Augen. Alle, Ric Flair vor allem natürlich mit Tränen in den Augen dahinter. Und die Horsemen wurden aufgelöst, obwohl keiner wollte, dass die Horsemen aufgelöst werden. Curt Hennig war der ideale Horseman und nur um die Horsemen zu betrügen. Und all das hatte sich gesammelt. Dann war Flair weg und dann waren sie endlich wieder da. Auch wieder in der Heimat der Horsemen. Also das so nochmal gewalt. Ich habe auf Ric Flair gerade Charlotte gesagt, seine Heimat. Er wurde so angekündigt einfach, weil er hat dort gelebt und dann war es seine Heimat. Und dieses im Horseman Country das Ganze zu machen, das war kein Match, das gemacht wurde, sondern wirklich ein Segment. Und selten ist es bei mir, dass ich bei Segmenten so auch mitgehe. Und ich bin da
war auch sehr wieder TNT Europe, Freitagnachts, als er es gesehen hat. Ich hatte diese Warnung, ich wusste, er kommt und er muss zurückkommen. Die Horsemen wieder und genau das passiert und dann dieses emotionale Promo, das danach Flair im Ring noch gecuttet hat. Es war einfach, also Richtung Eric Bischoff, ne? Kann ich jetzt nicht alles sagen, weil da war schon relativ deutlich in der Wortwahl. Schaut es euch einfach an. Das war, also auch Ric Flair hat für große Momente allemal in der WCW gesorgt. Ein ganz besonderer WCW-Star hat für einen Pop und einen großen Moment nacheinander förmlich gesorgt. Und das war dann Diamond Dallas Page, vor allem im Aufstiegsjahr von ihm einfach. Er war etwas ganz Besonderes. In all dieser NWO-Zeit ist er herausgeragt. Er war wahrhaftig dieser People's Champion. Das, was The Rock sich als Credo danach gekrallt hatte, das war DDP auch wirklich im wahren Herzen, als er aufgetaucht ist. Er war Mr. Alle Gimmicks einfach. Er war bei WrestleMania 6 der Fahrer des Pink Cadillacs von Rhythm and Blues. Er war nie vorgesehen, dass er Wrestler wird. Er war ein Manager, nur als Manager überragte er alle. Sowohl körperlich als eben auch von seiner Aura und von allem, was er hatte. Wie war es, als er dann 95 hat er so einigermaßen in seine Spur gefunden, Self-High Five. 94, als er mit seiner Diamond Doll Kimberly rausgekommen ist, wobei er hat auch andere Diamond Dolls immer, die mit dabei gekommen sind, ist rausgekommen, den Glitzer oder Fake-Pelzmantel, was er da hatte, eine Zigarre geraucht, Kaugummi gekaut, Sonnenbrille, also er hat alles einfach gemacht. Da war ja auch Eric Bischoff, ey, du musst dich auf irgendwas konzentrieren. Du bist alles und du kannst halt nicht alles sein. Das ist wie auch im normalen Leben. Also auch ich als Kommentator, ich kann nicht das. Was ist dann mein Profil? Deswegen gebe ich euch mein Profil. Deswegen seid ihr hier. Deswegen sind wir hier, weil wir über dieselben Dinge reden. Und ich rede jetzt nicht noch über die Fernsehserie, die letzte Woche lief oder irgendeine Show, die da noch war. Nein, wir sind aus diesem Grund hier. Und es geht nicht darum, ich muss alles irgendwie, damit ich von irgendwo alles was abgreife und damit werde ich ganz groß. Nein, du verwässerst dich selber, weil du nichts Spezielles bist. Und dann war irgendwann DDP, er war etwas Spezielles. Und dann liegt es natürlich daran, finden sich die Zuschauer in dem wieder. Das ist bei allem, auch bei Leuten, die Videos machen, finden sich die Leute darin wieder. Und über einen Zeitraum, im Idealfall gelingt es. Und das war bei Diamond Dallas Page. Und es hat richtig Klick gemacht, 97. Und wer seine Autobiografie gelesen hat, da merkt ihr auch wirklich, wie der Gedankengang war, als er Anfang 97 quasi noch ein Mitglied der NWO werden sollte. Und er hat gesagt, okay, was er auch on air gesagt hat. Ja, wäre cool mit seinen alten Jungs, Scott Hall, Kevin Nash, mit denen er zusammen im Endeffekt gearbeitet hatte. Er war deren Manager zu deren unerfolgreichen WCW-Zeit Anfang der 90er Jahre, als Scott Hall, der Diamond Stud und Vinnie Vegas, also Kevin Nash als Vinnie Vegas beziehungsweise Oz, das war ja noch wilder, aber da waren sie ja immer miteinander verbunden und kannten sich daher eben auch. Und jetzt kam quasi der Gefallen wieder zurück, dass die Outsiders ihn zur NWO holen wollten. Nur DDP, steht auch in dem Buch, wie gesagt, in der Autobiografie von ihm drinne, wo er dieses Jojo auf dem Cover hat, er hat ja mehrere Bücher geschrieben, dann wäre ich ja irgendwer, ich wäre so der 6., 7., 8. Mann irgendwie gewesen, also 6. nicht, weil Six war der 6. Und das war es nicht für ihn, das war nichts Besonderes mehr. Also will er der Erste sein, der sich nicht der NWO anschließt. Und dieses Nein zur NWO, das war ein Riesenmoment einfach zu der Zeit. Auch wieder Hoffnung auf Seiten der WCW. Nicht alle schließen sich dieser übermächtig scheinenden NWO an. Und die NWO, wir dürfen nicht vergessen, sie haben alle fertig gemacht und sie haben jedes Match gewonnen. Die NWO war ja unbesiegt bis Starrcade 96, bis Lex Luger den Giant gepinnt hatte und dann wurde der Giant aus der NWO geworfen. Also, die NWO war so übermächtig stark, wenn du dich denen anschließt, dann ist das auch für dich persönlich, das hätte man nachvollziehen können. Und DDP, nein, ich bleib mir treu, ich bleib der WCW treu. Ich bin vor allem ich als Charakter. Ich werde nicht dann eure Farben anziehen und dann einer von euch werden. Und you do you. Das war dieses Nein im Januar bei Nitro. Es war dieses Riesen Nitro.
in dieser Riesenhalle im Superdome. Und das war auch noch, eigentlich wurde die Zeit immer kürzer gemacht, meinte auch DDP dann. Da hatte er dieses Match gehabt, das er gewonnen hatte und hatte schon Sorge, ey, wirkt das dann, wenn das so innerhalb von 30 Sekunden? Und Kevin Nash meinte nur ganz cool, es ist live, wir nehmen uns alle Zeit der Welt. Und das ist wirklich das Besondere an Live-Fernsehen. Ich sage immer den Leuten bei uns, wenn wir eine Sendung produzieren, oder ich sage auch den Leuten gerade, die on air gehen, und ich bin ja der Producer im Ohr, du kannst keinen Fehler machen, wenn es live ist. Klar, du kannst einen Fehler machen, wenn du dir die Hose ausziehst oder selbst wenn du mal was verdreht sagst. Es ist live. Das ist eben das Leben. Deswegen gebe ich euch die Videos so wieder. Ich quatsche einfach drauf los. Das ist so authentisch, wie du sein kannst. Und wenn du live bist, so wie Kevin Nash da meinte, wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Und wieder, es funktioniert deshalb im Wrestling Live-Publikum. Nicht diese Backstage-Segmente. Wunderschön sieht das aus mit 7 Schnitten und Color Grading und sonst irgendwas. Geil, super, moi, Cinema, sonst was. Wrestling ist diese Eruption der Emotion. Boah, finde ich das geil. Wehe, das glaubt mir einer. Und wenn, dann sagt mir wer. Die Eruption der Emotion. Oh, ich liebe so einen Ausdruck. Ah, muah. Das ist eben passiert, als DDP Nein gesagt hat zu den Outsiders und er dann das T-Shirt zerrissen hat, im Publikum sein Diamond Cutter Zeichen gemacht hat. Das hat DDP eben erzeugt. Es war so gut, dass sie es bei Sold Out dann nachgemacht haben oder nachgestellt haben. Da war es dann allerdings mit Scott Norton, Buff Bagwell und den ganzen Leuten, die ihn überreden wollten. Da war die Emotion einfach nicht bei, was Scott Hall, Kevin Nash. Da hattest du als Zuschauer eben auch diese Verbindung. Ah, die kennen sich ja von früher, ist klar. Das haben wir vor Augen gesehen in der WCW. War ein bisschen was anderes. Natürlich hast du es da nochmal gemacht. Okay, jetzt Marcus Bagwell, der dann, oder Buff Bagwell, dann war er wirklich Buff Bagwell. Ich bin der Head Recruiter der NWO und dann bei Sold Out dieses Ganze, dachte warum jetzt? Sie wollten ihn durch die Überzahl so unter Druck setzen, aber der eigentliche Moment war halt im Januar. Und was dann natürlich auch ein großer Moment, und jetzt hatte ja DDP seinen Anstieg gehabt bis zu seinem finalen Match gegen den Macho Man Randy Savage. Und es gab dann eben diesen großen Moment, als der Macho Man Randy Savage von DDP besiegt wurde im Main Event von Spring Stampede 97. Und auch das, schaut euch an, als der Diamond Cutter durchkam. Der Diamond Cutter war das Finish, hat alle besiegt. Den konnte er aus einem, das war wirklich etabliert. RKO heute. Und das ist eben das Besondere an diesem Move, am Diamond Cutter. Schon wieder hat DDP anderen Stars was mitgegeben. Merkt ihr mal, wie besonders DDP einfach zu der Zeit war. Und als er einen Diamond Cutter gezogen hat und das Cover war, das war einfach auch so ein, auch wieder diese Eruption der Emotionen. Was dazu nehmen wir, der Pop einfach, als er es geschafft hat. Natürlich danach direkt die NWO, das Ganze wieder versucht hat auszugleichen, und DDP hat dadurch immer gezehrt. Die Konfrontation mit dem Macho Man ging dann auch immer weiter und da kam auch ein ganz besonderer Moment, nämlich DDP verkleidet als La Parka. Es war bei Nitro am 7. Juli 1997, also nach Spring Stampede. Da ist DDP komplett vom Einzug an wie La Parka rausgekommen. Und du dachtest, ist La Parka gegen den Macho Man im Match bei Nitro. Und plötzlich, der Macho Man macht ihn fertig, will das Match nicht beenden. Plötzlich zeigt La Parka einen Diamond Cutter. Und auch Kommentatoren, hä, Diamond Cutter? Was passiert? Und die Leute realisieren, oh, was hier passiert? Und das war dieser Pop, weil das war so unerwartet, aber jeder wusste Diamond Cutter. Und das der Macho Man. Jeder wusste sofort, oh, was ist hier gerade passiert? Und dieses Raunen da durchgeht und wie die Leute einzeln aufstehen, er reißt sich die Maske vom Kopf. Ultra Hammer, das dann nochmal sehen. Und auch ich wieder, was? Ich habe mit einem Kumpel das damals gesehen und La Parka hat einen Diamond Cutter gezeigt. Das war wirklich so, La Parka hat einen Diamond Cutter gezeigt. Und dann DDP, das ist einfach, oh, toll, einfach toll. Ich merke, ich binge-watche, ich bin jetzt im Jahr 2001 mit dem Binge-Watchen bei WWE. Ich glaube, ich darf WCW 97 nochmal binge-watchen oder 96. Meine Güte, ist das schön, darüber nachzudenken. Und diese Momente,
waren größere Pops, müssen wir auch sagen, als sein Titelgewinn schlussendlich bei Spring Stampede 99, wo es ein sehr besonderes Match war. Ich meine, wen hat er alles? Im Four-Way-Match hat er Sting, Hulk Hogan, Ric Flair gehabt, die er bezwungen hat, und der Macho Man war Special Ref, der dann auch noch das gezählt hat. Also der Kreis hat sich geschlossen. Die Sache war einfach, dass es bei DDP ein Jahr zu spät war. Auch für mich und bei allem. Und er war dann auch noch der Bösewicht zu der Zeit. Ja, war etabliert als Star. Was wäre ein Jahr vorher einfach gewesen, dann im Jahr 98, dass er diesen großen Erfolg hatte, wo wirklich alle DDP gefeiert haben, wo er dieser ganz besondere Star einfach noch war. Und das ist so ein bisschen schade drum, dass es ein Tick zu spät war. Nur 98, WCW war so beladen mit Stars und für ihn wäre es halt der normalste Titel, also es wäre der normale Weg gewesen, dass er dann dieser Champion gewesen wäre, der People's Champion, weil die Fans wollten es einfach. Es war knapp davor bei Halloween Havoc 98 gegen jemand anderen, der natürlich auch in dieser Liste erscheint, nämlich Goldberg. Und es ist immer, wenn die einzelnen Stars, die einzelnen Wrestler solche Momente erzeugen, dann kannst du damit eigentlich auch mitschwimmen. Und das war ja bei DDP so. Ein bisschen mitgeschwommen, da war es ein Tick, wo du denkst, ein Tick früher wäre geiler gewesen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel letztens bei den Reviews, die ich hier gemacht habe bei SmackDown und vor allem jetzt auch nach der Survivor Series nochmal gesagt habe, bei LA Knight, wo es einfach aus ist. Die Fans haben ihn, natürlich auch er, durch seine Arbeit. Du kannst dich nicht hinstellen und seine Promos sagen, ja, ich will jetzt mal Leute in Stimmung bringen und machst das, was LA Knight overgebracht hat. Es geht nicht. Das hat er gemacht, das hat er geschafft und diese Verbindung zu den Fans aufgebaut. Und Fans haben LA Knight an die Spitze gebracht. Und jetzt ist so, entweder pull the trigger, du machst ihn endgültig zum Champion, jetzt wo er nicht mehr US Champion ist, jetzt kannst du ihn ganz an die Spitze holen. Oder du verpasst den Augenblick. Und bei DDP war es dann leider so, hast den Augenblick so ein bisschen verpasst. Und soll natürlich nicht schmälern, diese großen Momente, über die ich eben auch reden möchte. Und ich habe Goldberg gerade angesprochen, deswegen bleibe ich einfach bei Goldberg. Und nur merken wir uns Demaskierung, es gibt einen Grund, warum der WCW Cruiserweight-Titel da hinten ist. Bleiben wir erstmal bei Goldberg. Und Goldberg war ja ein unfassbares Phänomen, das bei der WCW eingeschlagen hat und alle begeistert hat, weil eben was Besonderes war. Und dieses, klar, vom Look dachte er erst, das ist wie Stone Cold Steve Austin, dann war es diese kurzen Schuhe, diese Shooter-Schuhe. Das hat Kevin Sullivan dann erklärt, naja, das waren die Schuhe. Ich wollte Goldberg wie Mike Tyson aufbauen, als Mike Tyson jung war. Der hat seine Gegner niedergemacht. Der hat sie niedergemetzelt, wenn du so willst. Er hat sie schnell bezwungen. Und dafür hast du geguckt. Du hast nicht bei Tyson geguckt, dass das eine Box-Sensation oder I outboxt sie. Nein, der soll die innerhalb weniger Sekunden K.O. hauen. Und du willst sehen, wie die Leute mit offenen Augen da auf der Matte liegen. Und das war sein Ziel mit Goldberg. Deswegen auch den Look daran angepasst an Tyson. Schwarze Hose, diese kurzen Schuhe, bam. Und das soll Goldberg machen. Und das ist sehr, sehr schnell gelungen und sehr, sehr schnell war Goldberg an der Spitze. Natürlich hat diese Siegesserie da noch ihriges dazu beigetragen, dass diese Begeisterung für Goldberg eben gewachsen ist, wie bei Mike Tyson, einem jungen Mike Tyson natürlich. Und vor allem seine Titelgewinne haben dann diese besonderen Eruptionen der Emotionen, die Pops bewirkt. Ich bin so gespannt, wer das klauen wird. Ich bin so gespannt, sagt's mir bitte. Und dann, für mich war es schon, wo ich auch wieder, TNT. Nee, ich weiß, dass ich es am Samstag gesehen hatte. Ich hatte es am Freitag aufgenommen und aus irgendeinem Grund, ich glaube, ich hatte Samstagmorgen ein Fußballspiel und hab's dann danach geguckt, am Samstagnachmittag. Da wurde Goldberg US Champion gegen Raven und er hat das ganze Ravens Flock auseinandergenommen und achtet auf den Spear, als Goldberg alle außerhalb des Rings schon fertig gemacht hat. Die Fans werfen Raven wieder rein und Raven will flüchten. Es war ein Ravens Rules Match, also No DQ. Und Raven geht in den Ring, Goldberg läuft an, trifft ihn mit dem Spear und die Leute springen auf. Wieder Erwartung. Und dann kommt der Jackhammer, das Cover. Alleine dieser Pop, als der Spear kam, war alle von sich, jetzt ist Finish.
Mike Tyson. Wir wussten, das ist die Vorbereitung für den endgültigen K.O.-Schlag. Und bei diesem Spear, die sind fast über die Barrikaden gesprungen. Es war einfach grandios und auch ich stand vorm Feld. Goldberg schafft's! Goldberg schafft's! Das war dann sein Titelgewinn gegen Raven. Oh, war das toll, war das echt toll. Und das kannst du nicht faken, das kannst du nur vor Live-Publikum. Toll, nochmal, ich mag's, super. Ne? Dafür ist Wrestling da, für diese Emotionen das zu schaffen. Und dann bin ich auch am Fernseher, als ob ich mit dabei wäre in der Halle. Das findet alles in den USA statt. Also daher ein bisschen anders. Und natürlich auch ein Riesen-Pop, der kam, als Goldberg vor über 40.000 in seiner Heimat in Atlanta, Georgia. Ja gut, Goldberg ursprünglich auch wieder, kommt aus Tulsa, Oklahoma, hat in Atlanta einfach gelebt, deswegen kommt aus Atlanta, wird es dann so gesagt, und er besiegt, es war auch die WCW-Heimat eben, und er besiegt Hollywood Hulk Hogan, als er den Jackhammer gezeigt hat, als noch die Toilettenrolle durch den Ring geflogen ist, nachdem er am selben Abend noch Scott Hall besiegen musste, um sich überhaupt für das Match zu qualifizieren, dass er die Titelchance auf jeden Fall bekommt. Das war so das letzte Ass von Hogan, das Goldberg auch noch bezwungen hat. Und am Ende dieses Bild, wie Hogan Goldberg mit beiden Titeln, dort stand US-Titel und World Heavyweight Champion Titel, also mit dem Titel. Moment für die Ewigkeit. Absoluter Moment für die Ewigkeit. Und auch da, ja, dann haben wieder einige, damit hättest du Geld. Plötzlich werden alle BWLer. Wenn man etwas sagt, dann ist so, dann sage ich, Wrestling ist ein Betriebswirtschaftsunternehmen und dann, das hättest du als Pay-Per-View machen müssen und sonst was, dann sind alle schlau. Ich kann sogar es nachempfinden, ich kann beide Seiten nachempfinden. Die WCW war so in einem Dauerfeuerkrieg gegen WWE und WWE hat auch 4 rausgehauen und WWE hat auch große Titelgewinne gehabt, nur der Gewinner schreibt nun einmal die Geschichte im Nachhinein. Und wie wäre es ausgegangen, wenn dieser WWE-WCW-Konflikt anders ausgegangen wäre? Dann würden wir jetzt sagen, ja klar, weil du die größte Reichweite, wenn du etwas im Fernsehen machst, dürft ihr nie vergessen. Jetzt ist es, glaube ich, noch deutlicher als damals. Mehr Augen sehen das Ganze. Und du krönst quasi nicht nur für die, die irgendwo bezahlen oder es bezahlen wollen, sondern in dem Moment war es auch der neue Star und du wolltest vor so viel Augen wie möglich diesen neuen Star bezwingen, der den alten Star Hogan eben bezwingt, um ihnen das Gold abzunehmen. Ein Rematch hättest du immer noch beim Pay-Per-View groß verkaufen können. Dass das nicht gemacht wurde, da bin ich bei jedem. Das wäre vielleicht die richtigere Variante gewesen. In dem Moment kann ich es nachempfinden, weil ich selber, wenn ich am Tisch gesessen hätte, auch gemacht hätte, ey, in der Situation sind wir. Und ich weiß, es sehen mehr Leute und es ist ein Erfolg. Und es war ein Erfolg. Und deswegen reden wir auch eigentlich überall davon, auch mit diesen. Und alle, die da waren, haben es gefeiert. Und alle, die zugesehen haben, haben es gefeiert. Das sind diese Pops, diese Momente. Und die zu schmälern im Nachhinein finde ich immer sehr interessant. Da gibt es andere. Und wie dieses Beispiel mit Sting und Hogan war, diese Starrcade 97 Kontroverse, da sind wir auch alle relativ einer Meinung, dass das eher unglücklich war. Aber ich verstehe auch die Verzweiflung, irgendwo zu sagen, deshalb hat es nicht funktioniert. Wenn wir von Einzelpops reden, dann muss ich 2 Momente mit Goldberg auch ansprechen. Und die könnt ihr euch auch nochmal ansehen, was da passiert ist. Nämlich, als Goldberg den Giant den Jackhammer verpasst hat, wie wirklich die Leute einzeln im Publikum aufgesprungen sind. Schafft er es oder schafft er es nicht? Ja, er hat es geschafft und hat dem Giant, also Big Show, dann bei WWE bekannt geworden, später natürlich, oder für die meisten dann einfach als Big Show bekannt. Für mich ist er der Giant damals natürlich noch, wenn ich WCW-Jargon rede natürlich. Und auch da, wie die Leute hochgegangen sind und wo es einmal gedreht war, wo er quasi der Leidtragende war, wo der Pop seinem Gegenüber galt, war Bret Hart. Und das war für mich eine der bekanntesten überhaupt Szenen der WCW, die es gab. Es war der 29. März 1999. Deshalb ein bekanntes Datum, weil es einfach das letzte WCW Monday Nitro mit diesem klassischen tollen Set einfach war, mit diesen beiden WCW-Logos am Entrance. Dieses Riffelblech, das quasi überall war, diese Feuermatten, die sind zwar noch später geblieben,
das war auch so es hat alles repräsentiert, was Nitro toll gemacht hat. Und das war bei der letzten Ausgabe mit diesem Set einfach noch, wo Bret Hart Goldberg herausgefordert hat, weil er ihn in 5 Minuten besiegen kann. Und dann ist Goldberg rausgekommen und das war in Kanada eben auch. Und klar, wenn Nitro in Kanada, das hat ja WCW immer sehr schön ausgespielt, wenn es in den Heimatorten der Superstars war, dann ist da immer was Besonderes entstanden. Das habe ich jetzt mit Flair gesagt, mit Goldbergs Titelgewinn gesagt. Es ging, also du wusstest, wenn es in der Heimat von denen ist, dann passiert hier irgendwas. Es war schon sehr gut etabliert. Bei Bret Hart genauso. Nächste Woche sind wir in Kanada. Bret Hart taucht auf diese Herausforderung. Was will er jetzt? In 5 Minuten ihn besiegen? Dann kam er mit seinem Hockey-Shirt raus. Das auch noch zieht das erste Hockey-Shirt aus, um nochmal zu zeigen. Ne? Damit denkst du nicht, dass irgendetwas ist. Goldberg kommt raus. Johlen einfach. Was hat der hier? Denn er war, wenn Bret Hart in Kanada, wenn er in Kanada, alle anderen werden ausgebuht. Und ich war auch Bret Hart Fan. Und da war ich auch hin und her gerissen. Nur in Kanada musste so. Und dann stürmt Goldberg auf ihn zu, speart ihn und beide liegen. Und ich weiß auch, ich habe den Fernseher so angeguckt. Was ist jetzt passiert? Und die Kommentatoren spekulieren. Habt ihr den Impact gesehen, dass er vielleicht auf den Hals? Und dann richtet sich Bret Hart auf, pinnt Goldberg bis 3, also war kein offizielles Match, aber schlägt 3-mal auf die Matte. Die Fans auch, okay, was passiert jetzt? Und dann der Pop, Bret Hart zieht das Shirt aus und da ist diese Metallplatte hier, die Goldberg gespiert hat. Einfach geil, einfach auch ein sehr besonderer Moment, wo die Emotionen einmal rausgekommen sind, war auch wieder diese Erwartungshaltung, was denn jetzt passiert. Frag mich, wann das irgendwer macht. Es ist einfach zu gut. Es ist einfach zu gut gewesen, was da Bret Hart gemacht hat in der Situation. Und ja, ist leider auch danach nie so dieses richtig Große. Es gab zwar dann unter der Vince Russo-Zeit die beiden als Tag-Team-Champions, dann gegeneinander bei Starrcade, dann bei Nitro danach dieses, reden wir nicht drüber. Das ist für ein Video, wenn ich über Bret Hart in der WCW rede, dann mal angesagt. Mit der NWO habe ich ja jetzt schon einige Momente verbunden und es ist klar, deshalb habe ich auch dieses Shirt an für euch. Richtig großer Moment, der durchaus einen Pop, vor allem so eine Emotion einfach ausgelöst hat, den ich einfach mit erwähnen wollte. Es ist nicht dieser Jubelsturm-Pop, den wir hatten, aber auch das war eher so dieses Entsetzen, der allerdings die Welt verändert hat danach. Und das war Hogan, wurde der 3. Mann der NWO. Und das war eben bei Bash at the Beach 1996, als er Randy Savage den Leg Drop verpasst hat. Als er den gezeigt hat, als er aus der Ecke diesen Leg Drop gemacht hat, du merkst richtig, wie mit dem Aufprall die Luft aus der Halle gezogen wird. Das war quasi der Reverse-Pop, den wir da hatten. Und das war dieses blanke Entsetzen. So, oh, wow. Und das hat sich dann in den Minuten entladen. Noch nie war es so wichtig, ein Interview direkt danach zu haben, weil die Leute, die so entsetzt waren, wahrscheinlich würde heute das passiert und dann gehst du nach Hause und lässt sie damit. Und morgen sehen wir, wie es aufgelöst wird. Nein, die echten Emotionen. Nach diesem Schock, den du erstmal auch, das ist menschlich, du hast einen Schock und dann rastest du aus und sie sind ausgerastet, indem sie Müll in den Ring geworfen haben. Und auch das wieder. Nicht das Herkömmliche, sondern wir wollen direkt danach. Deswegen war dieses Interview danach, dieses Wichtige, was dann quasi diesen Schock noch einmal verdeutlicht hat und nicht mit einem Tag Verzögerung, was da passiert ist. Und das ganze Auftauchen der Gründungsmitglieder der NWO, das waren schon immer diese sukzessive Pops quasi, die da entstanden sind. Als Scott Hall das erste Mal aufgetaucht ist, im Mai 96. Und ihr wisst alle, wer ich bin, aber ihr wisst nicht, warum ich hier bin. Und Kevin Nash, der dann plötzlich als die große, The Big Surprise angekündigt wurde, das war auch mal, wow, das sind diese auch besonderen Momente und Pops gewesen, die es in der WCW einfach gab. Und da passt natürlich die NWO. Die NWO hat da einfach sehr, sehr viel ausgelöst. Und umgekehrt auch. Ich habe euch ja gesagt, wie die NWO einfach so diese Übermacht einfach war. Und diese übermächtig scheinende NWO konnte einfach nicht bezwungen werden. Dann war Hogan auch noch Champion.
Und denen den Titel abzunehmen, es wirkte unmöglich. Und ein Mann hat es geschafft und es war im Nachhinein, also für mich war es wichtig zu dem Zeitpunkt, es war beim 100. Nitro Lex Luger. Und Lex Luger war das Aushängeschild der WCW. Sting war nicht da. Und es war das Jubiläum der WCW. Und es war dieser Hope-Spot, wenn wir es so wollen. In einem Match nennt es Hope-Spot. Hier war es, er hat es endlich vollbracht, als Hogan im Torture Rack war und Randy Anderson so gemacht hat. Ja, er hat aufgegeben. Auch da, ich konnte es nicht fassen. Weil darauf hatte ich gewartet, dass Hogan den Titel verliert, dass endlich einer der WCW wieder Champion ist. Und das war so ein wunderschöner Feel-Good-Moment, wo auch alle am Ring ausgeflippt sind. Auch da die größten Augen. Da redet im Übrigen keiner vom Titelwechsel. Er hätte ja auf dem Pay-Per-View. Im Pay-Per-View war dann das Rückmatch, wo Hogan den Titel zurückgewonnen hat. Bei Road Wild dann. Und hier war das so, es war alles richtig an diesem Moment. Natürlich denke ich dann so, ja, ein halbes Jahr später hat ja Sting und ich glaube, das Problem ist einfach, dass Sting nicht wirklich den Titel so gewinnen konnte, wie wir es uns gewünscht haben. Und deswegen sind da so viele Dinge einfach verkehrt gelaufen dann im Nachgang. Und deshalb sagt auch Eric Bischoff jedes Mal. Und das war so einer auch, wir reden jetzt nur von dem Poppen, als Lex Luger Champion wurde, weil Lex Luger war das Aushängeschild der WCW. Sein Run 97 ist übrigens auch eine Idee, die ich euch mal dann sagt gerne, wie ihr dazu steht, quasi ein Video machen mit unterschätzten WCW-Runs und Lex Lugers Run in der WCW 96, 97 bis Anfang 98 wird hoffnungslos unterschätzt. Und was für ein großer Star und Emotionen er geweckt hat, zeigt eben der Titelgewinn beim 100. Nitro gegen Hollywood Hogan. Und wer auch Riesenemotionen, einen Riesenpop einfach bewirkt hat. Ich habe jetzt viel über Main Event Stars gesprochen. War ein gewisser Dean Malenko. Und da habe ich den WCW Cruiserweight Titel natürlich hier hinten drapiert. Als Dean Malenko seine Auseinandersetzung mit Chris Jericho hatte. Chris Jericho ist aufgeblüht. Er war nachdem er Anfang Lionheart war, dieser Bösewicht, der da rausgekommen ist. Und ich glaube, sein zweiter Song war der Pearl Jam oder war der erste der Pearl Jam Rip-Off, den sie da hatten aus der Turner Library. Und er kam dann raus und war völlig verändert. Nur er war ein Highlight neben den ganzen NWO-Sachen, Chris Jericho. Und als er gegen Dean Malenko, gegen Dean Malenkos Vater, gegen alle geschossen hatte, was war. Deswegen ist ein Bösewicht so wichtig. Und er war dieser Chicken Shit Heel einfach. Er war nicht dieser obercoole Heel, den alle, der alle sein wollen. Auch im deutschen Wrestling jetzt. Nein, er war einfach dass du ihn hasst. Und er hat die ursprüngliche Aufgabe eines Heels verstanden. Du musst das Babyface overbringen. Und das ist dadurch gelungen, weil du Dean Malenko als diesen ehrenwerten Kämpfer hattest. Und irgendwann ist die Emotion aus ihm rausgeprallt. Und er hatte verloren. Und dann hat Mean Gene im Ring gefragt, Dean Malenko, du hast ein Match verloren, das du nie hättest verlieren dürfen. Was machst du als nächstes? Wohin gehst du? Home. Was? Du gehst nach Hause. Was bedeutet das? Dann war er weg, war verschwunden. Dann gab es bei Slamboree, die Cruiserweight Battle Royal. Am Ende stand Cyclope da. Und Cyclope sagt Juventud Guerrera etwas und Juventud springt selber über das Seil und der Gewinner der Battle Royale sollte direkt im Anschluss ein Titelmatch bekommen und dann nimmt Dean Malenko die Maske ab, wieder ein Demaskieren und es ist Dean Malenko und er guckt nur und Chris Jerichos Reaktion brillant und die Leute sind aufgesprungen, weil als Juventud über das Seil nach draußen gesprungen ist, wussten sie, okay, hier passiert irgendwas. Es ist wieder dieses Raunen, was passiert. Und es war gerade lang genug, das Demaskieren, das ist wieder Wrestling live. Du kannst es nicht schneiden und machen, sondern du musst als Wrestler fühlen, wann ist der richtige Moment, jetzt die Maske abzunehmen. Er hätte es 30 Sekunden noch melken können oder es war dieses Spiel, okay, sie stehen jetzt gerade auf, jetzt ist der Moment, wo sie überlegen, was mache ich, du nimmst sie ab und dann ist es in diesem Moment dann richtig rausgegangen. Sonst hätte es so, zieht sich, geil. Nein, es war ideal getimed auch von Dean Malenko selber. Das sind Wrestler, Worker. Das hat nichts mit Workrate zu tun. Ich weiß, das wird gesagt. Super toll, alles toll in irgendwelchen. Du zeichnest damit einen Wrestler aus, dass er versteht, was er drumherum arbeitet.
und wie er mit dem Publikum zusammenarbeitet. Boss, das ist ein brillanter Moment. Brillanter Moment im Wrestling. Schaut euch das gerne an und dann natürlich mit diesem ganzen Hoch. Die Leute standen dann noch minutenlang, dann ging es wieder runter, hoch, bis dann Dean Malenko Chris Jericho endlich entthront hatte, weil Chris Jericho eben der ideale Gegenspieler war. Chris Jericho, Man of 1004 Holds, das wäre auch, glaube ich, mal ein komplettes Video, was Chris Jericho damals zu der Zeit gemacht hatte, auch als Chris Jericho gespielt wurde von Goldberg. Das war ja der größte Payoff, den es gab, als er Goldberg quasi immer wieder auf den Arm genommen hat. Da sind ja auch die Leute explodiert. Nur leider gab es ja nie das richtige Match der beiden gegeneinander. Auch das sehr zu empfehlen. Als Goldberg Jericho gespielt hat im Entrance-Gang. Wunderbar einfach zu sehen. Und Chris Jericho, daraus wurde ja auch sein ganzer Charakter, das hatte ich ganz am Anfang angesprochen, mit diesem Schild, wo er dann in Washington stand, Conspiracy Victim, also Verschwörungsopfer. Darauf darfst du erstmal kommen und das dann machen. Klar, das waren die Vignettes und die Auswirkungen waren dann vor dem Publikum irgendwann zu sehen. Da musst du die großen Konflikte und Auseinandersetzungen eben geben. Das sind die der WCW. Ja, und abschließen möchte ich das Video mit einem WCW-Moment, der auch für sehr Aufsehen gesorgt hat, der eigentlich so ein bisschen Hoffnung gegeben hat, vielleicht bleibt unsere WCW erhalten. Das war einfach die letzte Nitro-Ausgabe, als plötzlich Shane McMahon rausgekommen ist. Als Shane McMahon in Panama City rausgekommen ist zum letzten Nitro. Und das war so, wow, das Problem war, das Publikum war einfach viel kleiner als damals und es war halt den ganzen Abend so eine Totengräberstimmung, weil du wusstest, die WCW ist dahin und alles, was du mit der WCW verbunden hast, ist dahin. Und das war halt dieses Dramatische und deswegen konntest du es nicht so wirklich aufnehmen, was da passiert ist. Es war nur einer von so Pops, möchte ich es gerne mit aufnehmen, gerade am Ende, weil es auch so, nachdem ich ganz am Anfang mit Sting eben gesprochen habe und diese ganzen Momente, es hatte Hoffnung gegeben. Es hat so ein auch Aufruhr auch in mir damals so gegeben, hey, vielleicht ist doch noch was möglich. Vielleicht geht irgendwas. Und es ist so ein Hoffnungspop gewesen, der allerdings natürlich im Nachgang sehr schnell dann abgeflacht ist. Leider natürlich für viele, also für mich natürlich und für viele WCW-Fans. Und ich weiß, dass ihr auch das Ganze hier mitverfolgt und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das war für mich, ich glaube, ihr habt es gemerkt, herrlich, diese Erinnerung mit euch zu teilen. Mein Herz tanzt. Es ist alleine das hier wieder mal rauszukramen, die alten Programmhefte zu sehen. Was hatte ich noch? Ich habe ja jetzt einige Stars mit großen Momenten. Ric Flair, Sting, Vader, klar. Vader habe ich jetzt nicht aufgezählt. Vader, ich denke so ein großer Pop, als er Cactus Jack die Powerbomb außerhalb des Rings. Aber das war jetzt nicht so der Jubelsturm, der da rauskam. Stunning Steve Austin. Hat er in der WCW, das war eher seine Dangerous Alliance-Zeit, wo ich dann was mit rausnehmen kann. Aber er war halt immer der Gegenspieler. Mean Max Payne, oh ja. Bei Max Payne fällt mir durchaus das Street Fight Match ein bei Spring Stampede 94 gegen die Nasty Boys. Das war auch ja, mit Cactus Jack an der Seite, wo ein ums andere Mal die Leute also schon so gepoppt sind, was da eigentlich gerade passiert. Steven Regal, der Dauer-WCW Television Champion, beziehungsweise heute William Regal. Halloween Havoc 93, war das ein Unentschieden gegen Davey Boy Smith, British Bulldog? Ja, ich glaube, das war ein Unentschieden auch so. Oh ja, bei denen war der Pop tatsächlich bei Marcus Bagwell und Two Cold Scorpio als kurz vor 93, kann ich da gerne erwähnen, als sie WCW World Tag Team Champions wurden. Und dann haben sie direkt danach beim Halloween Havoc die Titel wieder verloren. Das war so dieser Überraschungssieg. Es war ein kurzer Titelgewinn für die ganzen mit Teddy Long als Manager. Ricky Steamboat, klar. Da darf ich natürlich seine Erfolge, seinen großen Titelgewinn gegen Ric Flair natürlich ansprechen. Die berühmteste Dreier-Match-Serie im Wrestling überhaupt. Das ist die Blaupause für alles, was danach im Wrestling passiert ist. Und diese Matches haben Halt. Die könnt ihr euch heute noch ansehen. Machen auch sehr erfolgreiche Wrestler. Triple H hat es auch immer wieder als Referenz genannt für sich und gibt das so eben auch an junge Wrestler weiter. Also du tust was Gutes, wenn du vor gewissen Leuten diese Matches dir ansiehst, wenn du junger Wrestler bist. Ron Simmons. Oh ja, Ron Simmons auf jeden Fall, beziehungsweise Farouk, wie er bei der WCW war, bei WWE war. Der war nicht einfach nur ein APA-Mitglied, war auch ein World Champion, WCW World Heavyweight Champion. Und er war der erste farbige WCW World Heavyweight Champion. Und als er gewonnen hatte gegen Vader,
den Titel gewonnen hat. Ein Fan, der in der ersten Reise auf und ab gesprungen ist. Einfach, das ist wirklich so ein Pop gewesen auch. Also den lege ich da gerne noch mit auf. Johnny B. Bad. Johnny B. Bad war auch so die Geschichte. Ich glaube, sein Television-Titelgewinn gegen Steve Regal, Fall Brawl 94, war ein Tick zu spät, aber war auch schön etabliert. Paul Roma, Paul Orndorff als Tag-Team, pretty wonderful. Ja, fallen mir eigentlich die ganzen Tag-Team-Geschichten an und Paul Roma aus einem anderen Grund, aber das, wer sich's denken kann, dass ich mit Alex Wright zusammengearbeitet habe, kennt's ja, aber da werde ich keine Geschichten teilen, aber es ist ja bekannt und er hat selber darüber gesprochen. Harlem Heat, klar, als die 10-fache WCW Tag Team Champions wurden, auch da war es zu einer Zeit, wo die WCW sehr verwässert war und nicht mehr ihr eigentliches war. Frank Anderson! Frank Anderson, der nicht angetreten ist, der Schwede. Rookie Greenhorn ist eine etwas seltsame Beschreibung für einen Mann, der 2 olympische Medaillen und 4 Amateurweltmeisterschaften gewonnen hat oder wie Frank Anderson bereits dargelegt hat, 10 frühere Siege und ein guter Ruf nicht, wenn man die ersten Schritte auf einer Leiter der Professionals erklimmt. Das ist ja geil. Oh Mann, was haben wir nicht alles gelacht, finde ich. Also, das sind meine Erinnerungen quasi an die größten Pops der WCW, die mir jetzt reingefallen sind, auf Superstars bezogen. Vielleicht habt ihr noch so einzelne Erinnerungen, wo ihr gesagt habt, ey, das ist auch noch, teilt sie bitte. Und nochmal, das ist nicht, oh, da fehlt aber dies, das ist eine rein persönliche, wir reden auf einem Niveau, wo wir teilen wollen. Ich will eure hören, damit ich, während ich es lese oder das nächste Mal die Kommentare hier eingehe, geil, das war gar nicht mehr im Gedächtnis. Ich bin alt, ich vergesse. Und das freut mich dann, wenn wir das so austauschen können. Ich hoffe, euch dann auch so ein bisschen Inspiration gegeben zu haben, mal wieder durch das Archiv durchzuscrollen oder wo ihr alles habt, sei es auf dem Network oder hier auf YouTube, sich die Sachen ansehen. Es gibt ein paar coole, auch offizielle Kanäle. Der WWE Vault Channel finde ich tatsächlich sehr geil, was da alles drauf ist. An alten WWE-Sachen, WCW-Sachen, denke ich, wird es auch demnächst mal, sollte es mal demnächst was geben, damit man sich da mal austoben kann. So. Jetzt ist aber auch mal, das war's dann. Also bevor mir dann noch weitere Geschichten einfallen. Danke, dass ihr dabei wart. Also wirklich, wenn ihr bis hierhin da geblieben seid, dann freut es mich sehr von Herzen und es ist schön, euch hier begrüßen zu können. Das freut mich so sehr, auch gerade diese Erinnerungen mit euch teilen zu können, teilen zu dürfen, dass wir Teil eines Ganzen hier sind. Das zeichnet uns Wrestling-Fans ja aus. Wenn ihr Das habe ich tatsächlich aus dem Euroshop. Wenn ihr aus dem Euroshop was möchtet, mit dem Code WALLANDI15 oder wie dieses Poster, bekommt ihr von mir 15% auf euren Einkauf. Nutzt den gerne aus. Ich wünsche euch da natürlich ganz viel Spaß. Meine Sachen unter getshirts.de/WALLANDIZANTI im SL Wrestling Shop. Timo, lieben Gruß, danke für deinen Support. Gruß geht raus an Benny und Sebastian von Das Hohe Bein. Der Sebastian Hoffmann ist da natürlich hier gewesen für das Bloodline-Video auf dem Kanal. Schaut da gerne auch nochmal rein. Benny macht die Thumbnails. Entschuldigung, jetzt die Stimme weg, jetzt muss ich Feierabend machen. Macht die Thumbnails meiner Videos. Also ich habe ja inzwischen ein 8-köpfiges Kompetenzteam und in diesem 8-köpfigen Kompetenzteam ist jetzt auch eben der Benny mit drin. Also danke an alle, die supporten. Da sitzt nicht nur der Wallandi hier, sondern ein paar Leute, die mir immer was flüstern oder was mit dazugeben, damit wir euch dann was zeigen können. Deswegen rede ich auch von wir und freue mich da auch euch mit begrüßen zu können. Ja, wir sind mitten in der Weihnachtszeit. Wenn ihr es im Sommer seht, dann Videos, dann wünsche ich euch schönen Tag am Strand. Wir sind jetzt, wo ich es das erste Mal hochlade, mitten im Winter. Also wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit. Geschenke noch schnell holen, damit nicht wie ein gewisser jemand am 24. holen, wobei diesmal bin ich vorbereitet. Also, ich freue mich, euch bei SmackDown dann wieder begrüßen zu können. Am Samstag ab 22 Uhr circa geht das Ganze dann natürlich wieder los. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss!